Hallo Freunde, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Heute zu einem Thema, das weitgehend unbekannt ist, obwohl man das Wort Hungerblockade kennt, erscheint es in keinem Geschichts- und natürlich in keinem Schulbuch. In meinem neuen Buch Deutschland muss vernichtet werden, in diesem Buch beschreibe ich alle Massaker an den Deutschen von 1914 an, ist dieser Hungermassenmord an Deutschland ein großes Thema. Ich beginne. Englands erster Seelord Winston Churchill verhängte im Jahr 1914 ohne vorherige Ankündigung eine Seeblockade über Deutschland. Ausgerechnet Großbritannien, die damals stärkste Seemacht, hatte nämlich die Grundsätze in den Seekriegsdeklarationen von Paris aus dem Jahr 1856 und London aus dem Jahr 1909 nicht ratifiziert, nachdem eine solche Blockade dem blockierten Staat hätte bekannt gegeben werden müssen. Churchill hat es also gemacht, ohne die Deutschen vorzuwarnen. Die überraschende britische Abriegelung der Nordsee und des Ärmelkanals hatte das Ziel, dass Nahrungsmittelzufuhren und Einfuhren und der Import wichtiger Rohstoffe zur Produktion von Lebensmitteln in Deutschland zu unterbinden. Die Versorgung sollte lahmgelegt und damit die deutsche Zivilbevölkerung ausgehungert werden. Die Öffentlichkeit sprach daher auch von einer Hungerblockade. Churchill gab seinen Massenmordbefehl später unumwunden zu. Er schrieb in seinem Buch The World Crisis, ich zitiere, die britische Blockade versetzte ganz Deutschland in einen Zustand, der dem einer belagerten Festung glich und zielte eindeutig darauf ab, die gesamte Bevölkerung, Männer, Frauen, Kinder, Alte und Junge, Verwundete und Gesunde, durch Aushungerung zur Unterwerfung zu zwingen. Zitat Ende. Das hat also der Massenmörder Winston Churchill selbst geschrieben. Und tatsächlich, die Hungerblockade führte zu Hunderttausenden zivilen Toten in Deutschland und Österreich-Ungarn, aber auch in neutralen Staaten wie Niederlande und Dänemark. Als Folge starben nach Zählungen des Reichsgesundheitsamtes, vormals Kaiserliches Gesundheitsamt, zwischen 1914 und 1918 alleine in Deutschland, ihr könnt es nicht glauben, allein in Deutschland 762.795 Menschen an Hunger. Verschwiegen wird also, Churchill war ein Massenmörder, der aufgrund der durch ihn verhängten Seeblockade Hunderttausende Menschen, vornehmlich Frauen, Kinder und Kranke, einfach verhungern ließ. Was politisch korrekte Historiker nicht erwähnen, diese Massenmordblockade war der eigentliche Grund, weshalb Kaiser Wilhelm II. Am 31. Januar 1917 den uneingeschränkten U-Boot-Krieg gegenüber den Briten erklärte. Wilhelm II. Wollte durch den U-Boot-Krieg die seerechtswidrige Blockade brechen, damit sein Volk nicht verhungerte. Mainstream-Historiker hingegen schreiben, dass der Kaiser damit den Krieg verschärfte. So wird Geschichtsschreibung verdreht. Ich wiederhole, der wahre Grund für den uneingeschränkten deutschen U-Boot-Krieg war nicht die Grausamkeit des Kaisers, so wie es dargestellt wird in den Lücken-Nestbeschmutzer-Büchern, sondern es war die britische Hungerblockade mit fast 800.000 Zivilopfern. Der Journalist George E.R. Jeat schrieb in seinem Buch The Revolver Republic zur britischen Strategie des Aushungern, ich zitiere, die Verhältnisse in den Krankenhäusern waren erschreckend. Während der Kriegsjahre waren von den Patienten durchschnittlich 1/10 infolge Mangels an Fett, Milch und gutem Mehl gestorben. Im Kinderkrankenhaus sahen wir schreckliche Bilder, so dass die Hungerbabys mit grässlich geschwollenen Köpfen, aber die schreckliche Blockade wurde, weil die Franzosen darauf bestanden, aufrecht erhalten. Zitat Ende. Dieses massenhafte Hungern und Verhungern in Deutschland und in Österreich findet in deutschen Geschichts- und Schulbüchern so gut wie keine Erwähnung. Hinweise darauf, dass diese menschenverachtende Blockade auf Lebens- und Futtermittel auch
nach dem Waffenstillstand im November 1918 noch monatelang fortgesetzt wurde und neben Hungertoten auch viele Langzeitschäden wie Tuberkulose oder Rachitis hinterließ, sind schon gar nicht zu finden. Ganz anders hingegen ist das bei angelsächsischen Historikern, die keine Nestbeschmutzer sind. Dort ist der Massenmord wohl ein Thema. Ungeschönt und unzensiert berichtet etwa C. Paul Vincent in seinem Buch The Politics of Hunger über die Auswirkungen auf die deutsche Zivilbevölkerung. Die Alliierten nahmen mit ihren Blockademaßnahmen und dem Massenmord an Zivilisten also bewusst in Kauf, gegen das Kriegsvölkerrecht zu verstoßen. Wo liest man das bei Guido Knopp und Co.? Nichts liest man davon. Die Begründung der Alliierten, weshalb sie Hunderttausende von Frauen, Kindern und alten Menschen verhungern ließen, war ein weiterer Schlag ins Gesicht der Deutschen. Sie lautete, bei dem am 11. November 1918 im Wald von Compiègne unterzeichneten Waffenstillstandsabkommen, handele es sich lediglich um einen Waffenstillstand und dem deutschen Volk und dem Deutschen Reich dürfe keine Gelegenheit mehr gegeben werden, seine Kampffähigkeit zu regenerieren. Die Wahrheit war aber, von der Hungerblockade waren nicht Soldaten, sondern hauptsächlich Kinder, Frauen und alte Menschen betroffen. Damit gaben die Alliierten selbst Folgendes zu, was in unseren Geschichtsbüchern wiederum umgeschrieben wird. Erstens, das Deutsche Reich hatte nicht kapituliert, da es sich lediglich um einen Waffenstillstand handelte. Und zweitens, der Massenmord war in ihren Augen legitim. Tatsächlich wollten die Sieger den Deutschen durch das fortgesetzte Aushungern die Friedensbedingungen aufzwingen. Dementsprechend lautete Artikel 26 im Waffenstillstandsvertrag, den ich jetzt zitieren möchte, ich zitiere: Die Blockade der alliierten und assoziierten Mächte bleibt im gegenwärtigen Umfange bestehen. Deutsche Handelsschiffe, die auf hoher See gefunden werden, unterliegen der Wegnahme. Die Alliierten und die Vereinigten Staaten nehmen in Aussicht, während der Dauer des Waffenstillstands Deutschlands in dem als notwendig anerkannten Maße mit Lebensmitteln zu versorgen. Zitat Ende. Auch dieses Versprechen wurde zunächst nicht umgesetzt. Ja, schlimmer noch, Deutschlands hoffnungslose Versorgungslage verschärfte sich, weil die Blockade de facto nun auch auf die Ostsee ausgeweitet wurde. Zudem unterbanden die britischen Flottenkommandanten den dortigen Fischfang durch deutsche Fischer. Erst allmählich veränderten die Alliierten ihre harte Haltung. Ab etwa Mitte Januar 1919 wurde den Deutschen erlaubt, bestimmte Kontingente an Lebensmitteln im Ausland zu kaufen. Doch zuvor mussten sie ihre Handelsflotte an die Alliierten ausliefern. Schweren Herzens und weil keine andere Alternative bestand, willigte die deutsche Seite schließlich ein. Bezahlen wollte man die dringend benötigten Lebensmittel vorab mit den Goldreserven, aber diese waren von französischer Seite aus als Teil der Wiedergutmachungen eingeplant worden, weshalb die Verhandlungsführer in Paris die Situation weitere Wochen verzögerten. Erst im März 1919, also 4 Monate nach der Unterzeichnung des Waffenstillstandes, am 11. November 1918, und auf Drängen der anderen Alliierten gaben auch die Franzosen nach. Doch die Hungerblockade war auch damit noch nicht vollständig aufgehoben, denn das monatliche Einfuhrvolumen für Lebensmittel blieb weiterhin beschränkt. Churchill, mittlerweile Englands Kriegs- und Luftfahrtsminister, sagte im März 1919 im englischen Parlament über die Seeblockade, heuchlerisch, ich zitiere: Wir setzen die Blockade mit aller Härte durch. Es widerstrebt der britischen Nation zutiefst, nachdem die Kämpfe beendet sind, sich dieser Waffe des Aushungerns, die hauptsächlich Frauen und Kinder, Schwache und Arme trifft, auch nur einen Moment länger als nötig zu bedienen, um die gerechten Bedingungen zu sichern, für die wir gekämpft haben. Zitat Ende. Der Hintergrund wird auch genannt, oder diese Zeit wird auch genannt, der Winter der Totenwinter. Der ehemalige US-Präsident Herbert C. Hoover, der nach seiner Amtszeit als Vorsitzender des amerikanischen Hilfswerks agierte, machte bereits im ersten Nachkriegswinter die Alliierten darauf aufmerksam,
dass in den Feindstaaten rund 200 Millionen Menschen von Hunger bedroht waren. Zudem allein für das Deutsche Reich benötigte man pro Monat 200.000 Tonnen Weizen und 70.000 Tonnen Fleisch. Im ehemaligen Österreich-Ungarn waren in den Krankenhäusern Verbandsmaterial und Medikamente ausgegangen. In der Tschechoslowakei begannen 1 Million Kinder keine Milch mehr. In Wien starben mehr Neugeborene als Überlebten. Und man kann es sich nicht vorstellen, die ausgemergelten Menschen waren so verzweifelt, dass sie sogar Sand, Holzspäne und Kohlenstaub aßen. Im März 1929 veröffentlichte Churchill den letzten Band seiner Geschichte des Ersten Weltkriegs, The Aftermath. Er schrieb darin, dass planmäßig und teilweise erfolgreich der Versuch unternommen wurde, ganze Nationen durch Aushungern zu besiegen. Soweit also das Eingeständnis des hierzulande gefeierten Massenmörders Winston Churchill. Knapp 800.000 Tote, Kinder, Alte. Ich habe Fotos in meinem neuen Buch veröffentlicht. Deutschland muss vernichtet werden. Fotos, die so grausam sind über kleine Babys, die absolut am Verhungern sind, dass man sie kaum ertragen kann. Aber ich habe mich nach Absprache mit dem Verlag dazu entschlossen, diese Fotos, auch andere Fotos über Massaker an Deutschen, zu veröffentlichen, um den Grauen endlich ein Bild zu geben, weil ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Ich wiederhole, dieses Buch ist politisch nicht gewollt. Es ist auch politisch nicht gewollt, dass Angela Merkel in Zusammenhang gebracht wird mit dem Titel. Deshalb bestellt dieses Buch jetzt vor. Ein nicht erschienenes Buch kann man nicht verbieten, aber ein erschienenes. Bestellt es jetzt vor und ihr bekommt es auch geliefert. Ich hoffe, ich kann mit meiner Arbeit, die auch mit großen Risiken für mich und meine Familie verbunden sind, trotzdem die Wahrheit ans Licht bringen, weil ich habe es meinem Großvater und meiner Großmutter versprochen, dass ich die Wahrheit über den Zweiten Weltkrieg offenbaren werde, und zwar mit verifizierten Quellen und Dokumenten. Ihr könnt auch meinen Newsletter auf www.michaelgrant.de abonnieren, er ist kostenlos. Und auf meiner Website www.michaelgrant.de findet ihr auch weitere Videos zu meiner Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur. Videos, die ich bei YouTube nicht veröffentlichen kann, weil sie dann sofort gesperrt werden würden. Ich wünsche euch alles Gute, bis zum nächsten Mal, ihr und euer Michael Grant.